Willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben euch ja in der Vergangenheit viele Videos gezeigt, warum wir Paraguay lieben, die Menschen, die Natur, die Freiheit. Aber in diesem Video geht es mal um Probleme, die man hier hat, weil wenn man hier lebt und arbeitet, lernt man auch ganz schnell mal eine andere Seite kennen. Echt, fuck, nicht schon wieder. Und diese Probleme begleiten uns derzeit jeden Tag bei der Arbeit hier. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann es auch noch ganz schnell sehr teuer werden. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Seit 3 Jahren reisen wir kreuz und quer durch Südamerika. Wir sind Alessandra und Björn. Mit unserer Hündin Mali reisen wir in einem 42 Jahre alten VW-Bus T3. Wenn du mehr von uns sehen möchtest, folge unserem Kanal. Seit einigen Wochen leben wir ja nun nicht mehr im Bus, sondern wir sind hier in diesem Haus in Paraguay. Und das hat einfach auch seinen Grund. Wer uns verfolgt, weiß es, und für all die neu hier sind, wir bereiten gerade den größten Trip unseres Lebens vor. Wir wollen mit unserem VW-Bus T3 den Amazonas-Regenwald durchqueren. Und sowas braucht natürlich Vorbereitung. Wie ein Schriftsteller, der ein Buch schreibt oder wie auch immer, du brauchst Ruhe. Du brauchst einfach einen Platz, an dem du in aller Ruhe diese Sachen machen kannst. Und wir glauben auch bis heute, dass der Ort hier draußen der absolut perfekte Ort ist, um so eine Planung zu machen. Ruhe, Abgelegenheit, wir kriegen keinen Besuch, wir können uns wirklich auf uns konzentrieren. Aber umso länger wir jetzt hier sind, umso eher sind uns auch Dinge aufgefallen, die gar nicht so einfach sind hier in Paraguay. Wenn wir unterwegs sind mit Freunden auf Campingplätzen oder wenn wir einfach in der Natur sind, dann merken wir das gar nicht. Aber hier, wo wir jetzt einfach intensiv arbeiten wollen, sind uns ein paar Dinge aufgefallen, ja, die haben wir vorher gar nicht bedacht. Ja, echt? Hast du gesehen die E-Mail? Ja. Total cool. Ja. Wir haben einen neuen Partner. Schön. Aber morgen früh um 8 Telefonmeeting. Es ist so. Ja, morgen früh um 8. Nicht bei uns, bei denen. nicht etwa paraguayische Zeit, deutsche Zeit. Ich bin so müde. So, vergessen. Hallo Karin, wie geht's dir? Gut, danke. Ja, es ist sehr früh hier. Ihr habt es ja gesehen, der Zeitunterschied ist immens. Also wenn wir um 8 Uhr ein Meeting haben, dann müssen wir hier um 2:40 Uhr irgendwie aufstehen. Und naja, ich meine, das ist schon okay, ja, aber deswegen arbeiten wir ja auch nicht mehr komplett auf dem deutschen Markt, weil wenn du das jeden Tag machst, ja, dann erlebst du ja vom Tag nichts mehr. So, und jetzt haben wir natürlich ein paar Sponsorengespräche, wir haben einfach ein paar, wir müssen mit Partnern reden etc. Und dann ist das natürlich morgens oftmals angesagt, weil die morgens ihre Meetings haben. Jetzt hat es wenigstens heute mal geklappt. Also wir hatten gestern Stromausfall morgens oder schon die ganze Nacht über, und morgens war halt kein Saft da. Und bei uns ist halt Starlink, läuft ja auch über Strom, und wenn kein Strom da ist, dann ist eben auch kein Internet da. Und das größte Problem ist für uns eigentlich aber nicht nur, dass der Strom ausfällt, sondern dass wir so Flatterstrom haben. Also ich weiß nicht, ob die Masse da nicht, also die Erdleitung nicht richtig funktioniert. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es zeitweilig so krass, dass das Licht oder auch der Kühlschrank anfängt so so, und dann rennen wir schon immer zu dem Hauptschalter. Wir haben alle unsere Laptops an einem Schalter dran, rennen wir dahin wie die Bekloppten und machen den Schalter halt aus, weil wenn es uns die Netzgeräte von den Laptops zerknallt oder die Ladegeräte von unseren Fotokameras oder die Drohne oder weiß ich was nicht, dann ist es ja gleich ein Riesenschaden. Das ist ein echt großes Problem. Also da kann ich nur sagen, das ist für uns eigentlich das größte Problem, ne, dass wir hier, auch wenn wir schlafen gehen, nichts eingesteckt lassen. Also wir wissen ja nicht, was in der Nacht passiert. Und wie gesagt, diese Stromstöße für Laptops oder andere feine elektrische Geräte ist halt echt ein Problem. Und wir hatten vorher in dem Haus, wo wir waren, eine Solarstromversorgung. Das heißt, wenn der Strom ausgefallen ist, ist da direkt der Solarstrom angegangen und man hat gar keinen Unterschied gemerkt. Hier merken wir es zum ersten Mal, wie oft oder gerade in der Ecke hier der Strom eben ausfällt. Also das ist wirklich spürbar. Gut, heute hat es zum Glück geklappt.
Ja, mit den Stromausfällen ist irgendwie auch doppelt ärgerlich. Es ist ja nicht nur der Kühlschrank, der ausfällt. Ja, meine Güte, fällt halt der Kühlschrank aus und geht danach halt wieder an. Wir kriegen heute Besuch und wenn wir kochen wollen, ist Kochen auch elektrisch. Und wenn man jetzt gerade sein Essen auf dem Herd hat und der Herd halt ausgeht, dann ist halt doof. Hier ist kein Gasanschluss. Klar kann ich dir eine Flasche mit Gas, mit dem Gasherd hier herstellen. Zum Glück haben wir unsere Campingausrüstung. Also wir haben eine Gasflasche und einen kleinen Kocher, für uns ist kein Problem. Aber wir hatten schon Situationen morgens, machst du deinen Kaffee so, bist total verschlafen und willst einfach nur langsam mal irgendwie wach werden, klack, düt, es geht aus. Ja. Und ja, das ist natürlich doppelt doof, wenn man Besuch bekommt. So, Spaghetti Bolognese gibt's heute. Seitdem wir in Paraguay leben und arbeiten, haben wir gemerkt, wie abhängig wir von einer zuverlässigen Stromversorgung sind. Und genau deshalb nutzen wir mittlerweile diese Powerstation, die wir von unserem Partner Chaco Solar bekommen haben. Die P1000 hat 1024 Wattstunden Speicherkapazität, eine Last von 1800 Watt kann die abfahren und die bietet uns komplette Sicherheit, auch bei Stromstößen, bei Flatterstrom. Unsere Laptops stecken ja hier drin und das Ding steckt in der Leitung. Das heißt also, egal was da hinten dran passiert, ob der Strom angeht, ausgeht, flattert oder wie auch immer, unsere Laptops sind gesichert und wir haben durchgehend Stromversorgung. Und mit den Lithium-Ionen-Akkus, die drin sind, hat man auch etliche tausende Ladezyklen. Mit dem 400 Watt Solarpanel und der Powerstation von Oukitel sind wir nicht nur hier komplett unabhängig und geschützt vor Stromausfällen, sondern wir sind auch absolut unabhängig auf unserer Amazonas-Expedition. Chaco Solar bietet für jede Anwendung und Größe die richtige Lösung an, ob nun Einfamilienhaus, mobiles Gerät oder sogar riesige Estancias mit über 100 Kilowatt Peak. Denn eins ist klar, ohne Strom funktioniert hier draußen gar nichts. Kein Internet, kein Wasser, keine Arbeit und oft nicht mal Kommunikation nach außen. Falls ihr selbst in Paraguay lebt und autark werden wollt, eine Solarlösung für euer Dach braucht, dann findet ihr die Beschreibung von Chaco Solar bei uns in der Videobeschreibung. Und es gibt sogar Rabatt. Die ersten 10 Besteller, die von Roadhouse Bus kommen, bekommen mit dem Rabattcode ROAD7 7% Rabatt auf die Bestellung. Aber nur die ersten 10. Unterhalb in der Videobeschreibung findet ihr die Informationen. Noch nichts. Ja, was soll man sagen? Es ist echt nicht zu fassen. Stromausfall, okay, gut. Da haben wir ja mittlerweile die Oukitel. Aber wenn der Strom ausfällt, fällt bei uns auch das Wasser aus, weil bei uns das Wasser über eine Pumpe kommt, über eine Bodenpumpe. Und so, jetzt müssen wir halt Wasser schöpfen. Das letzte Wasser, was wir in unserem Tank haben. Na Baby, ist noch was da? Nee, ein bisschen. Ein bisschen. Und dann haben wir unseren Nachbarn gefragt, ob der uns vielleicht Wasser geben kann. Jetzt haben wir hier einen Schlauch, dann füllen wir den Tank da wieder auf. Und dann haben wir wenigstens im Haus Wasser zum Abwaschen von Geschirr und zum Spülen in der Toilette. Zum Duschen reicht es vielleicht auch noch gerade so aus. Aber ist natürlich schon ein bisschen ätzend. Das macht das Arbeiten nicht allzu einfach. Ja. Ja, das dauert ewig. Ja, und das ist ein Tipp, den ich euch allen mal geben kann in Paraguay. Seid freundlich zu euren Nachbarn. Ja, also nur weil die mal laut sind oder vielleicht mal Hühner haben oder ein Schwein oder irgendwas, was euch nervt, seid freundlich zu denen. Weil man ist irgendwann mal auf die angewiesen. Und ich kann hier gar nicht latschen, es ist alles so matschig, es hat auch noch so doll geregnet. Ja, man ist irgendwann mal auf die angewiesen und jetzt brauchen wir Wasser gerade von dem. Das heißt, es ist natürlich total cool, dass wir nett sind zu dem. So, unser Nachbar Carlos ist auch der coolste, aber generell, nur als Tipp, seid freundlich. So, hier geht's rein bei Carlos. So. Entro? ¿Cómo funciona? Aquí. He visto. So. Dann wollen wir mal zusammen mit dem versuchen, jetzt unseren Tank zu füllen. Hi Carlos. Hola. ¿Tú me ayudas? Tú me ayudas. Ah, perfecto. Perfecto. Acá, José. Dale. Sí. Ahí. Ponerlo. Hay que probar. No, este no funciona. Este no va a funcionar. Sí, ese es chico. Ya, sí, pero es una otra técnica. Es una técnica que es un clic. Es una otra manera como funciona. Pero yo recojo el mío
Sí, Y- eso yo dije, acá ponemos. Sí. Este anda bien, mira, mucho Sí, agua. sí, sí, sí. Pero puede ser también que somos más alto. ¿Sabes qué quiero decir? Se va bajo, después otra vez alto, falta la presión. Pero probamos. Sí, y ahí entonces, la Sí, casa, vamos mejor ahí. sí. Ach, Hallöchen, wer bist du denn? Na, komm mal her. Na, komm mal her. Sein Bruder haben wir gegessen. Na du? ¿O no? A ver. Sí, Baby, ¿cómo es el agua? sí, ahora seguro. Más rápido, es la altura. Sí, seguro, ese acá cerca. Exactamente. Sí, ese vamos más rápido. So, schön. Jetzt läuft's voll. Und dann haben wir wenigstens eine Versorgung. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Das geht halt auch richtig schnell hier. Also, wir haben heute Morgen kein Wasser mehr gehabt. Haben der Carola, der Vermieterin, Bescheid gesagt. Und jetzt sind hier 3 Leute, die unsere gesamte Pumpe oder unsere Tiefpumpe hier durch den ganzen Garten ziehen. Das Ding geht hier 90 Meter in den Boden und die haben den Kram gerade rausgezogen. Total cool. Das heißt also, wenn wir Glück haben und dann ist da eben nur Sand drin oder das hat sich irgendwie verstopft oder wie auch immer, dann könnten wir sozusagen heute auch gleich wieder Wasser haben. Und das ist natürlich total cool, weil Wasser ist schon ganz nötig. Ist ja nicht so, unser Nachbar hat uns ja was gegeben und wir können ja auch tragen. Aber trotz alledem ist es natürlich schön, eine Dusche zu haben. Hier, guckt euch das an. Zbieraj kable. Jetzt. Qué fuerte es esto, señores. 90 metros. Algo, me han dicho 90 metros. 91. Ah, 91. Él lo toma exacto como un alemán. So, da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Wir wollten gerade einkaufen fahren. Jetzt regnet es aber mittlerweile seit über 12 Stunden. Und wie ihr seht, laufe ich hier durch die Wiese und es geht bergauf. So, da haben wir schon ein Problem. So, und jetzt kommen wir zur Straße. Das ist ja das nächste Ding. Es ist ja nicht nur weit zum Einkaufen zu fahren, sondern wenn es regnet, dann wird das einfach zu einem... ich muss wieder rauskommen. Die einzigen, die hier noch rumrennen, sind Hühner und Icke. Dann wird das einfach zu einem Riesenproblem. Schaut euch das an. Die Straße schwimmt. Das ist ein Matsch. Und wir müssen darunter bestimmt 2 Kilometer Matschstraße fahren und dann kommt der Asphalt. Und guckt euch das an. Also wenn ich hier... Ja, das ist total weich. Das heißt also, man muss sich hier mit dem Einkauf auch so ein bisschen nach dem Wetter richten. Wir sind daran gewöhnt, wir haben genug Vorräte, alles gut. Ist auch nicht weiter tragisch, aber es ist natürlich ein Problem mit der Flexibilität. Wenn man ackert wie ein Tier und dann vergisst, dass man einkaufen gehen sollte oder nicht einkaufen war, ja, dann sitzt man halt da und isst Tütensuppe. Das Haus, in dem wir wohnen, ist relativ abgelegen. Und Freunde von uns, die hier in der Nähe wohnen, wurden am helllichten Tag überfallen. Oft wird beobachtet, ob das Fahrzeug das Haus verlässt und sobald das Fahrzeug weg ist, steigt man dann ein. Es sind nie die Nachbarn, es sind organisierte Banden. Es gibt es auch in allen Ländern, aber man muss sich darauf halt einstellen. Wir zum Beispiel nehmen immer alle unsere Wertsachen mit, weil es wäre für uns ein absolutes Fiasko, wenn davon was wegkommt. Dabei geht es ja nicht nur um Geld, sondern es geht um unser ganzes Leben. Es ist ja unsere gesamte Arbeit, die da drin steckt. Und das wäre für uns wirklich ein Fiasko. So, und jetzt ist 2 Tage später. Und wir versuchen einkaufen zu gehen. Aber es ist immer noch Crossing, also das ist immer noch total matschig hier und man muss schon ganz schön aufpassen, wo man lang fährt, weil sonst bleibt man hier einfach stecken. Ist ja auch immer nur schlimm, wenn es glatt ist. Wenn es so bergab geht oder bergauf geht, dann sind ja meist Steine, dann ist nicht ganz so tragisch. Aber
hier, wo jetzt die Matschlöcher sind, so, gerade bei uns vor der Haustür, da ist richtig rutschig. Ja. Aber da haben wir es ja gar nicht so schlimm. Ich meine, andere, die müssen, in Paraguay sind die Strecken ja meist weit, dann hat man eine Finca, die ist weit draußen. Naja, und dann fährst du halt schnell mal irgendwie 5, 6 Kilometer Erdstraße. Wir haben jetzt hier 1,5 Kilometer Erdstraße, das geht noch. Also da kommt man meistens durch, auch wenn es langsam ist. Aber 5, 6 Kilometer Erdstraße und dann alles so matschig, dann bist du da halt einfach mal eine Stunde unterwegs. So. Ja, muss man halt einplanen. Ja, was uns wirklich ganz schön nervt, gut, ist aber auch normal, wenn man so weit draußen wohnt, ist die Müllsituation, weil hier kommt ja keiner den Müll abholen. Ist ja nicht so, dass hier irgendwie eine Müllabfuhr kommt und dann unseren Dreck von da vorne wegnimmt, sondern wir müssen den irgendwo hinfahren. Und das kostet natürlich Zeit. Und da fährst du auch nicht hin mit 3 Säcken, also sammelst du Müll. Und wenn man Müll sammelt, ist natürlich alles ist natürlich ein bisschen eklig. Jetzt haben wir entschlossen, wir machen das anders. Wir werden einfach alles, was brennt, verbrennen. Schmeißen den Hühnern sozusagen den Kompost da drüber und schmeißen nur noch in den Müll, was Plastik ist und was eben nicht so schön verbrennt und Fleischreste und so ein Kram. Mit der ganzen ketogenen Ernährung kommt natürlich auch viel zustande, was irgendwie stinkt. Und na, ist natürlich ein bisschen doof. So, jetzt verbrenne ich unseren ganzen Kram hier. Wir kriegen nämlich gleich Besuch, und damit es ein bisschen schöner zu Hause aussieht. So, ein bisschen Brandbeschleuniger rauf. Aber nämlich natürlich kein Benzin, sondern Diesel. Dann brennt der ganze Scheiß auch schön ab. Benzin wird natürlich gefährlich jetzt hier. So, und wenn wir das einmal in der Woche machen, dann haben wir wenigstens mal unseren Dreck weg. Und müssen halt nur so 3, 4 kleine Säcke zum Müll fahren und nicht kubikmeterweise. Und was man generell überall in Südamerika bedenken muss, also nicht nur in Paraguay, hier ist es vielleicht ja sogar ein bisschen einfacher als an anderen Orten, ist Dinge zu bestellen, Ersatzteile, Sachen, die man braucht fürs Auto oder auch Elektrosachen. Also wenn uns was an der Kamera kaputt geht oder ein Netzteil vom Computer oder eine Festplatte oder es geht uns ein RAM kaputt, irgendwas, was man halt einfach Spezielles braucht. So, da hat man entweder die Chance, man kriegt es hier in Ciudad del Este, da kriegt man schon relativ viel. Oder eben, man muss es bestellen. Und da gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Man kann ganz normal bei DHL in Deutschland bestellen. Das macht sehr große Probleme. Das ist echt krass. Wenn du bei DHL in Deutschland bestellst, klappt alles bis Paraguay super. Und danach wird es dann beim Zoll festgehalten und dann muss man richtig Stress machen. Dazu erzähle ich euch gleich noch mehr. Ja, dann hat man eine andere Möglichkeit. Man schickt alles nach Miami. Mit Flight Inbox heißt diese Firma so. Also man hat eine Adresse in Miami, schickt alles dorthin. Dort wird es dann gesammelt und wird dann per Luftpost oder per Container nach Paraguay verschifft oder geflogen. Und mit dem Flugzeug kostet jedes Kilo $25. Aber da ist dann der Zoll auch schon mit drin. Das heißt, da wird nichts am Zoll festgehalten in Paraguay. Man zahlt eben diese $25 direkt an Flight Inbox und die Geräte oder was man braucht, kommt hier an. Wenn man jetzt aber so einen Stoßdämpfer bestellt, der schnell mal 4 Kilo wiegt, dann hat man einfach, der Stoßdämpfer kostet dann eben 60 plus eben die 4 mal 25 Euro oder Dollar. Dann ist man eben mit 100 Euro Lieferung dabei, plus die Lieferung nach Miami. Das kann schnell 3-mal so teuer sein wie das Teil. Man muss also sehr überlegen, was man mit diesem Service nutzt. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die ist sehr sozial, das funktioniert hier in Paraguay sehr gut. Da gibt es so ein Netzwerk, das heißt Mitbringselgruppe in Telegram. Und dort trägt man sich ein, was man, wenn man fliegt, dass man was mitnehmen kann. Oder man schreibt halt eben rein, hallo, ich brauche Hilfe, dass mir jemand was mitbringt. Es fliegen ja stetig Leute von Deutschland hierher, es wohnen ja viele Deutsche hier, also fliegen die auch stetig hin und her. So, und da habe ich mich jetzt einfach mal von tiefstem Herzen zu bedanken. Wir haben nämlich ein paar Teile geschickt bekommen, die kommen jetzt mit dem Flugzeug von jemandem, der in dieser Mitbringselgruppe war. Und Jan Hibo von Hibo Immobilien, der hat uns wahnsinnig geholfen, also wahnsinnig. Ja, es ist also schier unmöglich fast, dass man ein Paket, es ist ein bisschen größer als ein Schuhkarton und wiegt auch noch. Und das nehmen die uns echt mit dem Flugzeug mit. Also das wird echt in den Koffer gepackt und hierher transportiert. Und das ist die sicherste Methode. Das ist eine Methode, die immer ankommt.
Es könnte theoretisch Zoll anfallen, aber in den meisten Fällen nicht. Aber das ist eine Methode, die immer ankommt, die sicher ist und wo man gerade, wenn man Dokumente schickt oder teure Geschichten für eine Kamera oder so, dann lieber es über diesen Weg macht. Und so kriegen wir die Sachen rein. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Wir Idioten haben natürlich aus China ganz normal mit einem Bestellservice mit FedEx etwas richtig, richtig Geiles bestellt. Und das hängt jetzt in Asunción fest. Und dafür muss Alessandra jetzt nach Asunción fahren, um dieses Teil zu befreien. Ja, das ist also richtig Stress. Wer kein Spanisch spricht, sollte tunlichst nichts über DHL oder über einen Bestellservice bestellen, weil das mit dem Zoll in Asunción am Flughafen klar zu machen, ja, das ist eine ganze Reise, ein ganzer Tag und sehr viel Blabla und auch sehr viel Geld. Es ist 5:30 Uhr und der Bus kommt auf die Minute pünktlich. Ciao, Schatzi! Und obwohl die Strecke von Independencia nach Asunción mehrere Stunden dauert, fährt man hier überraschend komfortabel. Für ca. 10 € kommt man von Independencia nach Asunción. Unterwegs steigen immer wieder Händler zu, die warme Chipas, Mate Cocido oder kleine Snacks verkaufen. Eigentlich eine entspannte Reise. Wäre da nicht der Grund, weshalb ich heute überhaupt nach Asunción fahre. Vor einigen Wochen haben wir ein wichtiges Paket aus China bestellt. Mittlerweile liegen die zusätzlichen Kosten in einem Bereich, der den eigentlichen Warenwert fast übersteigt. Und genau an diesem Punkt beginnt man, sich Fragen zu stellen. Ist das wirklich normal? Oder bezahlt man als Ausländer am Ende deutlich mehr als andere? Eine Antwort darauf haben wir bis heute nicht. Esta es la parada. Allá el viaducto. Okay, vale, muchas gracias. Nach mehr als 4 Stunden bin ich in Asunción. Deshalb mache ich mich heute auf den Weg, um zu versuchen, einen besseren Preis auszuhandeln. Am Ende war es ein sehr langer Tag in Asunción und ich habe Glück, dass ich den letzten Bus nach Villarrica noch erreiche. Außerdem bin ich sehr glücklich, weil ich den Preis um die Hälfte gesenkt habe. Wir haben also fast 1 Million Guaranis gespart und der Zoll gibt unser Paket frei. Ja, und ein weiteres Problem, was man gar nicht vergessen darf, ist ja auch die Internetverbindung oder die Verbindung nach außen generell. Ist man hier weit auf dem Land draußen und hat keine Verbindung über Tigo oder über einen anderen Mobilanbieter, dann ist natürlich, wenn kein Strom da ist und der Router im Haus ausgeht, auch keine Verbindung mehr nach außen da. Da kannst du auch keinen Notruf mehr absetzen. Wir sind ja jetzt gut dran, wir haben Starlink, wir haben immer Verbindung und mit einer Powerstation, unserem Auto oder wie auch immer, haben wir auch immer Internet. Hat man aber sowas nicht, fällt der Strom aus, dann ist man auch von der Außenwelt abgeschnitten. So, jetzt ist mittlerweile Tag Nummer 3. Nee, der vierte Tag. Erst hatten wir wegen Stromausfall kein Wasser und jetzt haben wir kein Wasser mehr, weil die Tiefpumpe kaputt gegangen ist. Und die liegt jetzt hier im Garten. Könnt ihr das sehen? Hier, guck mal hier. So, hier liegt jetzt die Tiefpumpe. Also 90 Meter langes Rohr aus dem Boden rausgezogen bis da hinten hin irgendwo im Garten. Und da die da nicht mehr drin steckt im Boden, kommt natürlich auch kein Wasser mehr raus. Und hey, meine Güte, das Problem kann man überall haben. Das hat jetzt nicht wirklich was mit Paraguay zu tun und auch nicht mit dem Ort hier. Aber uns ist dabei eins aufgefallen und das möchte ich doch mal weitergeben. Wenn ihr euch ein Haus in Paraguay baut oder überhaupt irgendwo, wo ihr so eine Tiefpumpe habt, die elektrisch betrieben ist, dann sollte man definitiv einen Tank haben. Also irgendeinen Hochtank, wo nochmal 500 Liter drin sind. Denn ist ja scheißegal, ob die Pumpe ausfällt, dann lässt man einfach den Tank leer laufen und hat trotzdem Wasser, auch wenn man keinen Strom hat, allein durchs Gefälle. Aber jetzt haben wir gar nichts. Also wir haben weder Strom noch Wasser. Zum Glück haben wir unsere Stromversorgung. Aber jetzt zeige ich euch mal das nächste. Ich meine, wir sollen ja, gut, mittlerweile ist ja nicht mehr so schlimm, kräht ja kein Hahn mehr so drum. Aber es hieß ja so lange Wärmepumpe, 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 Wärmepumpe. Und es sind derzeit die kältesten Tage in Paraguay. Jetzt ist mittlerweile hier 11 Uhr, jetzt ist nicht mehr so kalt. Aber heute Nacht hatten wir gefrorenen Boden. Also es war richtig kalt. Und so mit Eis am Fenster und so ein Kram. Ja? Und die einzige Möglichkeit zu heizen ist Freund Wärmepumpe. Und Freund Wärmepumpe funktioniert natürlich auch nur mit Strom.
Das ist ja das nächste Ding. Wenn ich mir hier ein Haus in Paraguay bauen würde, dann würde ich definitiv ein Haus bauen, in dem ein Kamin drin ist. Und wenn das nur so ein Werkstattofen ist, so ein Metallding, so ein Billigteil für, ich weiß nicht, kriegst du ja in Deutschland immer noch für 199 € hinterhergeschmissen. Also ganz im Ernst, den brauchst du ja nicht oft, so einen Ofen in Paraguay. Aber wenn du den brauchst, also wir jetzt gerade wären ja so froh, hätten wir einen Ofen hier. Weil es ist richtig kalt drin. Also wir haben ja, was haben wir hier drin jetzt gerade? Sagen wir 15 Grad, 16 Grad. Aber beim Arbeiten merkt man das halt. So, deswegen setze ich mich jetzt lieber wieder in die Sonne und lasse Alessandra da alleine weitermachen. So, weil es ist nämlich warm geworden und hier draußen haben wir die Knochenwärme. Also noch eins dazu gesagt. Wenn man das Video sieht, könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass wir irgendwie Paraguay schlecht reden wollen. Absolut nicht. Wir lieben das Land, wir lieben die Natur, wir lieben die Menschen, wir lieben eigentlich alles hier. Und wenn man mich fragen würde, ob ich wieder entscheiden würde, nach Paraguay zu gehen, dann ist die Antwort absolut klar, ja. Aber wenn man hier lebt, muss man auch ein paar Dinge bedenken. Und die wollten wir einfach hier im Video ansprechen. Wenn man ein bisschen an die Sicherheit denkt, wenn man ein bisschen an seine Wertsachen denkt, wenn man ein bisschen daran denkt, sich elektrisch abzusichern, wenn man seine Laptops und seinen ganzen Elektrokram nicht irgendwie dem Netz hier aussetzt, dann kann man hier ein wunderbares Leben führen. Und wie gesagt, Paraguay, wir lieben dich. Sicher ist, dass wir hier unsere Amazonas-Expedition super planen konnten. Wir sind Carola, der Besitzerin von dem Haus, mega dankbar und wir würden es immer wieder hier machen. So, das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.